Die amerikanische Historikerin Paula Findlen nennt Athanasius Kircher den ersten Gelehrten mit weltweiter Reputation und veröffentlichte ein Buch über ihn mit dem Titel The Last Man Who Knew Everything, der letzte Mann, der alles wusste. Geboren wurde Kircher 1602 in Geisa, das heute zu Thüringen, damals zum Hochstift Fulda gehörte. Schon früh trat er dem Orden der Jesuiten bei und ging 1633 nach Rom, wo er Mathematik, Physik und orientalische Sprachen lehrte. Er sprach 12 Sprachen, korrespondierte mit über 760 anderen Wissenschaftlern und wissenschaftlich interessierten Ordensbrüdern und war so etwas wie eine Clearingstelle für den wissenschaftlichen Austausch. Fortan nannte er sich Athanasius Kircherus Fuldensis und veröffentlichte unter diesem Markenzeichen über 40 umfangreiche Werke, die im Zeitalter des Barock sehr populär waren und heute zu den wertvollsten Folianten weltweit zählen. Kirchers Arbeiten ist es zu verdanken, dass die ägyptischen Hieroglyphen entziffert werden konnten. Er gilt als Erfinder der Laterna Magica und konstruierte mechanische Musikinstrumente, von denen detaillierte Baupläne erhalten sind. Seine Forschungen erstreckten sich darüber hinaus auf die Gebiete Geologie, Medizin, Optik, Farbenlehre, Alchemie, Akustik, Kryptographie, Magnetismus und Astronomie. Auf Kircher gehen erste Darstellungen der Sonnenflecken und erste Mondkarten zurück. Athanasius Kircher teilt das Schicksal vieler seiner Zeitgenossen, die im Zeitalter des Barock gefeiert wurden und danach mehr oder weniger in Vergessenheit gerieten. Zeit seines Lebens folgte er unerschütterlich dem Dogma der katholischen Kirche, wonach die Erde das unverrückbare Zentrum des Universums und dass der Text der Bibel wörtlich zu nehmen sei. Im Jahr 1679, ein Jahr vor seinem Tod, erschien Kirchers letztes Werk unter dem Titel Turis Babel, die Geschichte des Turmbaus zu Babel. Der Bibel zufolge bauten die Menschen Babylons an einem Turm, der bis an den Himmel reichen sollte. Als Gott davon erfuhr und darin ein Symbol des menschlichen Stolzes erkannte, bestrafte er die Bauleute, indem er ihre Sprachen verwirrte. In der entstandenen Unordnung stellten die Babylonier die Arbeiten am Turm ein und gingen fortan getrennte Wege. Soweit die Bibelversion. Athanasius Kircher erweiterte diese Geschichte mit einer eigenen Version, besser gesagt einem Gedankenexperiment. Seiner Meinung nach betrug die Entfernung zwischen Erde und Mond, dem Ort, wo der Himmel anfängt, 25 Erddurchmesser. 4.500.000 Arbeiter wären 3.400 Jahre pausenlos damit beschäftigt gewesen, den Turm hochzuziehen, so seine Berechnungen. Am Ende hätte das Gewicht des Turms die Erde umkippen lassen. In weiser Vorausschau habe Gott der Erde und den Menschen dieses Schicksal ersparen wollen.
Vielleicht war es ein letzter Versuch einer Synthese von moderner Wissenschaft und göttlicher Vorsehung. Die Stadt Fulda kann stolz auf Athanasius Keger sein. Wer allerdings in der Stadt nach einer Straße sucht, die nach ihm benannt ist, wird enttäuscht. Immerhin, ein großer Krater auf der Vorderseite des Mondes ist nach Athanasius Kirche benannt, als ein Zeichen der internationalen Wertschätzung für diesen überragenden Gelehrten.